Liebe Freunde, willkommen zurück zu Hand of Fate. Und mittlerweile ist es übrigens so, dass wir jetzt auch den Endless Mode unlocked haben. Das heißt, wir müssen erstmal ein paar Karten freispielen, sodass wir eben den Endless Mode unlocken können. Und das haben wir mittlerweile geschafft, nachdem wir den Check of Plague, glaube ich war es, gelegt haben. Genau, den Check of Plague müsst ihr legen und dann könnt ihr, oder habt ihr auch den Endless Mode unlocked. Und dann würde ich sagen, machen wir direkt ohne Umschweife weiter mit dem nächsten Ding, King of Dust nämlich. Wir haben als Curse Compensation, whenever the player finishes a combat, they lose 1 Gold per 15 Health. Das ist natürlich extrem scheiße. Wir haben 5 mal 6 of Dust. Okay, das könnte schwer werden. Und 4 mal Ambush. Oh boy. Some men thrive in anarchy and chaos. The King of Dust is one such. His tools are cruelty and terror. And I suspect he will harbor a great hatred for you, my friend. Ja, soll er ruhig. Ist kein Problem. So, die ganzen Karten, die wir hier drin haben, sind eigentlich ganz gut. Heißt das, dass wir 9 Karten hier... Nee, oder? Was heißt die 9 hier unten? Ich habe keine Ahnung. 4, 5, 6, 7... 9 Richtungen vielleicht? Ich weiß nicht. Nee, in 8 Cardinal Directions. Aber hier sind 9 abgebildet. Naja. Weiß nicht genau, was die 9 und die 7 hier mal darunter heißt. Belassen wir es mal allerdings nochmal dabei. Also, das war das, ja. Dann schauen wir mal, was wir jetzt hier drin haben. Sind Falling Rocks dabei? Ich glaube nicht. Nee, anscheinend nicht. Okay. Tracks in Town. Das war wieder mit dem White Minotaur. White Council 3. Okay, Locked ist Bandit Attack und Redman Hunting 3-mal ist ebenfalls Locked. Was ist noch Locked? Natürlich die King of Dust, das ist klar, aber das war anscheinend alles, was Locked ist, genau. Alles andere hier ist neu. Das ist gut. Dann nehmen wir mal River raus. Und nehmen dafür, nehmen wir dafür Tracks in Town. Haben wir nicht irgendwo eine Chest auch gefunden? Ich meine, wir haben auch eine Chestkarte mittlerweile, aber irgendwie ist die anscheinend hier nicht mit... Ah doch, da ist der Treasure Chest. Nehme ich mal die beiden raus, weil die haben wir ja schon. Und nehmen dafür noch das hier und das hier. Okay. Das passt soweit. Back und Start Game. In these lands, the King of Dust takes his tithe of all. Holy shit. 5 mal 6 of Dust. Das wird lustig. Ah, ich bin da guter Dinge. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Ich meine, Ambush-Cards sind nicht schlimm, außer wir kriegen halt einen Huge Failure, dann könnte das ein bisschen nervig werden. Wir brauchen nur unser Blessing wieder, unser Lieblingsblessing. You face the first of my kings. Each has shaped the nature of their forces with the strength of their will. They will turn that power to your destruction. Sag mal hier, the altar. Wager on the outcome. On a deserted hilltop in a you have what it takes. In a faraway land you discover an old altar. The gods of the old religion are powerful yet unpredictable in their favors. Do you wish to pray at the altar? Ja, natürlich. Wie kann man beim Beten, bitteschön, was kann man da für einen Fehler machen? Okay, immerhin. Aber es war ein Huge Failure dabei. On bended knee, you beseech the gods to aid you in your quest. A distant rumbling and a flash of lightning answers your prayer. Draw 1 blessing card. At the beginning of every battle, the old gods throw down thunder upon one of your... Oh, das ist gut. Das gefällt mir. Am besten gegen den Boss, wenn wir so weit kommen. Haben wir hier. Helpful Priest. Die Hälfte von unserem Food war das, ne? Health your food. Ja, komm. Mal schauen. Da werden wir runter auf 9 Food damit. Leider nur ein Success. Schade. 1 Blessing Card. Haben wir unser Lieblingsblessing? At the start of each combat, a random opponent is highlighted.
If that creature is the first to die, then it pops out 5 gold, which the player may collect. Das ist gar nicht so gut eigentlich, das Blessing, aber na gut. The Maiden. Okay, dann möchte ich Supplies, wie immer. 10 Food. Und 5 Food. Die konnten wir relativ früh, ne? Vorher hätten wir eventuell noch Health gebraucht in der letzten Runde. Gegen Ende. Aber wir haben es ja trotzdem geschafft. Aber hallo. 22 Food wieder. Ich denke schon. So ziemlich. Da haben wir die Treasure Chest. Mal gucken, was da für ein Failure sein kann. While exploring a dungeon, you see a treasure chest at the end of a hall. The chest may hold great wealth, but the chamber may be trapped. Natürlich. Wenn wir jetzt hier Gegner haben, ist es kein Problem. Die nehmen wir auch gerne an uns. Komm. Ah. You move forward carefully, but suddenly you hear a click. The room begins to fill with deadly gas. Ah, fuck. Ah, immerhin kein huge failure. You make your way through the clouds, coughing but out some dangerous gas. Once you make it to the other side, the dealer draws you 1 pain card. 10 health! Vielleicht hätten wir bei huge failure irgendwie zwei Pain Cards bekommen oder so. Aber wir bekommen... This treasure chest looks battered but still intact. What treasure might it hold? Trying to pry it open, natürlich. Leave it alone. Wir sind jetzt so weit gekommen, damit wir die natürlich einfach da liegen lassen, oder was? Alles klar. After a mighty heave, the lock gives way and the spoils are yours. 4 gain cards. Ein Equipment. Und zwar Mercenary Contract. Sehr gute Sache. Vor allem, da wir ja jedes Mal Gold irgendwie verlieren. Pro 15 Health. Ist das natürlich perfekt. Noch ein Equipment. Was haben wir hier? Fleet Clubs. Increases the wearer's movement speed. Das sehe ich auch so. Naja, nicht immer. Kommt drauf an. That's what she said. Traveling Healer. Aha. Schauen wir doch mal, was er hat. Wir haben 65 Gold. Wie gesagt, wir verlieren ja 5 Gold, glaube ich, war es, pro 15 Health, die wir haben. Deswegen, glaube ich mal so... Oh, können wir das? 200 Gold, verdammt. Remove! Naja, klappt nicht ganz. Deswegen würde ich sagen, können wir eigentlich so schnell wie möglich das alles loswerden. Heal Wounds macht keinen Sinn gerade. Hat sonst anscheinend nichts für uns, naja. Ja, dann nehmen wir ein bisschen Food. Weil Food tut gut. Und man weiß nie... Na, einmal noch. Man weiß nie, wann man es gebrauchen kann. Eigentlich immer für jeden Zug, aber... Das ich glaube, wir haben übrigens auch keinen Angry Mob hier. Das ist auch eine weitere gute Sache. Aber dafür haben wir Huntsman-Dings, Attack. Aha, Smuggler's Wharf. Mal schauen, was die Karte bringt. Norwich Port is little more than wooden planks sticking out over water. It's a den of iniquity. Visitors and inquirers are obviously not welcome. You spend your time getting acquainted with the workings on the wharf, looking for avenues to gain information. You have found 3 ways you might find out about the missing ship. Steal some logs, bribe a worker, or help a captain drown his arrows. Drown his arrows. Sorrows. Arrows. Drink with the captain. Captain, my captain. In what passes for a bar in this shanty town, you find a ship's captain drowning her sorrows. Her? Okay. They must be frightful sorrows because she's drowning them in Dolesian brandy. You pull up a stool next to her and, while inquiring about her misfortune, attempt to find out what she may know about the missing boats. You can tell the captain knows something, but she's not parting with it yet. However, she seems pleased to have company. Natürlich. Weiter. Drink more. You gulp down another small glass of terrible, terrible brandy. The captain is merry and regales you with stories of her adventures upon the high seas, but nothing regarding her recent boat disappearances. You're feeling the effects of the powerful Dolesian brandy, but you still have your wits about you. Ich glaub, dann lassen wir es lieber. You leave the captain of her woes and make your way out of Norwich, at the while hoping to have tasted your last ever drop of Dolesian brandy.
You make your way out of Norwich-Port before you get into more trouble. Ist vielleicht die beste Idee. Wer weiß, was passiert wäre, wenn wir jetzt noch mehr getrunken hätten. Vielleicht irgendeine Minuskarte oder sowas. Dem vertraue ich hier nämlich gar nicht. Fallen, weil er in den letzten paar Episoden ziemlich schlecht drauf war, uns gegenüber zumindest. Local peasant. While crossing a forest clearing, you meet a peasant woman. Pleasant, habe ich schon gerade gelesen. Greetings, stranger. The winter has been hard on my family this year. In the forest behind her, you sense movement. In exchange for some food, I will tell you everything I know about these lands. Okay, one food. The woman takes your food eagerly, passing it to some children who suddenly rush from the forest. Hands out. Ich dachte schon, das wären Bandits. Oder so ein Scheiß. While the children eat, the woman speaks briefly of what she has seen and heard recently. Ah. Okay. Huntsman. Ja, das Ende war, das war klar. Hier haben wir noch einen Traveler. Okay. Achso, die bleiben offen. Alles klar. Gut. Weiter geht's. Ratman Hunting. It seems you have made an enemy of the Ratmen. They do not normally attack unless provoked. Ja, natürlich habe ich sie provoziert, dadurch, dass ich hier einen Jack da irgendwie umgelegt habe. Aber der King, der kommt noch. Da kann ich schon mal sagen. Da wird mich auch keiner von euch hier dran hindern übrigens. So, Moment, machen wir mal unser Dings hier rein, dass wir auf jeden Fall immer Gold bekommen, wenn wir treffen. Und wir haben das Striking Lights übrigens gesehen. Ein Gegner ist schon direkt gekillt worden zu Beginn. Durch unser Blessing. Aufpassen, dass wir diesmal nicht irgendwie Poison Damage oder so einen Mist nehmen. Das wäre wieder von Nachteil. Nimm das Gold! Nimm es! Haben wir es? Ich weiß nicht. Ich hoffe. You sigh as you search the bodies, finding nothing. If only there were another way to stop this plague of ratmen. Pay someone to take care of it, perhaps. Nah. The White Council 3. Mal schauen, was es diesmal hier auf sich hat. While resting at the inn of a small town, you are suddenly accosted by a young man. You, it's all your fault you doomed the village of Dimsgate. Yeah, listen to his voice. The White Council thinks that we paid you to attack their men. In retribution, they have plagued our town with the undead. One day, a group of mages appeared out of nowhere and laid a curse on the town. Some men, my father included, tried to stop them. But it was hopeless. Their magical shields blocked every blow, and then they conjured a hail of enchanted arrows that pierced our men through flesh, bone, and organ. We had to abandon our village. Even now, a horde of the living dead keeps us from returning. Okay, offer to help. And so you should. You can start by returning to our village and clearing out the undead. Their numbers seem to be limitless. Return to Dimsgate. Ist dann hier, oder was? Ja. Logischerweise. You return to the village of Lesser Dimsgate, now cursed by the White Council. The eerie silence lies heavily upon you as you walk the desert streets. In the town square, you discover a pair of unusual totems. They are made of bone and glow with an unnatural energy. The unliving bones of fallen villagers walk the earth in silent vigil around them. 4 off-guard. A few weapons scattered on the ground speak of previous failed attempts to free the village from the undead invasion. Attack the undead, natürlich. The living dead turn towards you as one as you approach, weapon in hand. Leider haben wir keine Holy Weapon, das heißt, wir machen keinen Bonusschaden gegen die, aber das sollten wir auch so hinkriegen, denke ich mal. Direkt mal unser Blessing hier rein. Gut, Nummer 1 ist schon mal erledigt. Und... Na, komm. Ah, shit. Leider einen Hit einkassiert, aber naja. Ah, ich glaube übrigens, wenn so ein blauer Indikator ist, dann können wir blocken. Glaube ich. Oder... Ah, ihr wisst schon, was ich meine.
Bei allen anderen Farben klappt das vielleicht nicht. Deswegen konnte ich da vielleicht vorhin auch nicht blocken. Also im letzten Part. Aber ja, das war ja relativ easy. Keine Ahnung, was die da für ein Problem haben hier in dem Skate. Wie auch immer. Haben 6 Gold, glaube ich, dafür bekommen. Later that day, the villagers learn of your efforts and begin returning to bury their dead. You've done nothing, stranger, yells an old woman as she drags a sack of bones towards the village cemetery. Those rope devils will be back again when they hear of this. Sollen sie kommen. Next time they'll probably blast this entire village off the face of the earth. You've doomed us all. Don't mind her, a young girl says. She's always cranky. Thank you for laying our fallen to rest. She has a point though. They are probably going to come and kill us all unless you can stop them. Ja, easy. Consultation. Okay, geht noch weiter hier mit dieser Story, so wie es aussieht. Win this and claim my token. You sit at the table of the mayor of Lesser Dimsgate and one evening, discussing the perils of living near wizards. The Mage Guild has always gathered in the forest at the tall tower of theirs, says the mayor with a sigh. It's been that way since my grandfather's day and longer. Ja, natürlich. I admire your enthusiasm, son, and don't doubt your prowess in combat, but it's not that simple. If anything threatens the council, they just pop back to their tower and magic keeps anyone from finding its real location. No army can lay siege to or even reach the tower. Supply wagons. Taran the merchant handles that. He told me once that he just heads into the forest and eventually one of them appears and magics the entire content of his wagon away. I suppose you could ask him to let you hide with his stock. That might get you in, but what then? Das Card-Token ist noch yours. Okay, also wenn wir das nächste Mal zu einem Merchant kommen, können wir uns anscheinend dann in dem Wagen verstecken. Warum auch immer irgendjemand seine eigenen Männer verraten würde allerdings. The next step of your journey takes you from a cave out to the feet of an imposing forest. Dann schauen wir mal, wie das Layout vor allem ist. Did you expect me to tell your fortune? No. A fortune teller is at their most base and despicable when they begin to believe their own lies. One day, just I am different. As dusk gathers, my powers are genuine. You reach a large country town hosting a traveling circus. Strange sights and stranger smells confront you as you begin to wander between tents and stalls that were once brightly colored but now are faded and stained with dust. Peasants and nobles alike wander the streets and alleys, past wonders and amazement, seeing almost dazed. Oder haste? There is something about the place that dulls your senses, and for a while you forget your quest. Forget even the path that brought you to this place. Oh. Okay. Alles klar. You drift along the various stalls and booths, stopping to look at whatever catches your eye. The mysterious of the carnival awaits you. Warum schon wieder? Huge success! You pass a stall that presents a wide variety of colored vials, elixirs, and potions for sale. A young woman sees your interest and gestures to a bright green mixture, saying with a thick accent, "Care to taste it not cost gold." Natürlich. You take a sip of the liquid, then suddenly decide to drink down the entire bottle. After a moment, you feel refreshed and full of energy. No, the woman says, waving away your coin. I say the price you pay, not gold, you pay later. Okay. Later was you one max health gain card. Also irgendeinen Nachteil muss es ja später haben dann anscheinend. Oh, verdammt. Sometime later you find yourself standing in the edge of a forest, the sounds of the crowds behind you. Day is just dawning, but which day? Looking back you see the ruined buildings of a country town, long ago abandoned. Haben dafür keinen Token bekommen, leider. Alicia in Underworld. Aha, da haben wir wieder die Underworld. For you, and a token if you succeed. As you attempt to discover more about the bizarre portal you encountered, one name keeps recurring. A mystic named Alicia. Apparently, her expertise on all aspects of Shadow Realms, interdimensional travel, and beasts of the void is unparalleled.
You track Alicia's caravan. She travels under the guise of a fortune teller. Her appearance doesn't match the whispers about her. She is considerably shorter and has much more of a beard. Was? Sie? Okay. She audibly clears her throat before speaking to you. Welcome, stranger. She recoils in mock blindness. The dark clouds of fate swirl around you in a tempest. For a little gold, I can help you see your fortune through the storm. Future through the storm. Pay 3 gold to be told your fortune. Ja, klar. Why not? Wie kann man da Failure haben? Die Kollegin kann einen Failure haben, aber wir doch nicht. Ja, komm, Failure, ne? Boah, hi! Hallöchen! The mystic's eyes flash wide open. Your fortune is awash with death and destruction, but there is also hope. You carry fortune's favor with you. How may I aid you in your endeavors? To someone with such a powerful aura as yours, I could tell of what I know. The price for such information, though, would be high. A powerful magical trinket such as the one you are carrying. Na gut. You hand over an artifact of the mystic to the mystic. She appears quite surprised. Oh, okay then. I guess now I have to tell you all the things I know about the underworld. Gun is the smooth voice of the mystic, replaced now by a much more agricultural accent. Seemingly unsure of her words, the underworld is a strange and mystical... Okay, wir haben verkackt, glaube ich. Sie weiß gar nichts. Look, the mystic, the real one, just pays me to drive the carriage and look after the horses. I just fill in occasionally. The other day she comes over all strange, talking about portals of the underworld and such, and says she's going to investigate. That was 2 days ago. I'm starting to get a bit worried. Will you look for her, adventurer? Na gut, okay. You venture out into the woods behind the mystic's caravan. Soon you come across another portal like the one at the village sacrifice. As you edge closer to the portal, a powerful voice booms out in a delighted cackle. At last, a visitor to my domain. You are dragged into the portal. Four of hell. Ooh, yeah. Once you're ejected on the other side, you shout to the sky about your search for the mystic of San Revere. Your mystic is dead, the voice replies. She came with no understanding of the power here. Her foolish soul now feeds me and my minions as will yours. Das werden wir noch sehen. Leider haben wir unser Blessing nicht mehr, dass wir jedes Mal Gold bekommen, wenn wir den Gegner treffen. Aber naja. Das haben wir eingetauscht für gar nichts quasi. Okay, dran denken. Blau können wir anscheinend countern oder parieren. Aber wir sind ein bisschen schneller im Combat. Das haben wir ja auch gefunden. Ich mag das nicht wirklich, wenn der Kollege hier den Gegner am Boden angreift. Ich hab da lieber, wenn er Stehende angreift, weil die dann sofort immer auf uns zukommen und angreifen wollen. Wenn wir da jemanden versuchen, am Boden anzugreifen. Noch keinen Schaden genommen hier. Obwohl es Hellbeasts sind. Die sind auch nicht mehr das, was sie mal waren anscheinend. Oh. Ach Gott. Wir haben, glaube ich, bisher noch keine bessere Waffe gefunden. Das merke ich mittlerweile jetzt auch gerade. Und ja, da haben wir unsere Combo leider verloren. Jawohl, down die Sau. Nächste müsste anscheinend auch down sein, so wie es aussieht. Uop. Ah, da wollte ich hier mit rechts klicken. Ich sollte halt echt einfach nur die Dodge Roll machen. Die klappt irgendwie am besten. Anstatt diesen Counter-Attack. Das geht irgendwie immer nach hinten los. Jawohl. Nice. Das wär's für ihn. 6 Gold gab's dafür anscheinend immerhin. With the last hellbeast slain, the voice rings out once more. You have won for now, but my forces will rise up and take the land above by force. You cannot stop us. Discard tokens, now yours.
Sehr gut. Diese Underworld-Dinger sind echt extrem lang irgendwie. Aber gut. Traveling Healer. Ja. Können wir mal vorbeischauen. Healing brauchen wir jetzt gerade nicht unbedingt. Wir haben 93 von 105. Und wir heilen uns ja sowieso immer. Aber wir können ja mal schauen, ob er vielleicht noch Food hat. Das wäre so das Einzige, was er uns, glaube ich, geben kann. Remove Curse. Wir brauchen 200 dafür. Ja. Jupp. 1 Gold per 15 Health. Achso, das verlieren wir dann immer. Das waren die 6 Gold, die wir verloren haben dann. Macht Sinn. Na, verkaufen können wir hier nicht wirklich was. Zumindest würde das nur ein Malus bringen für uns. 18 Gold für wie viel? 5 Food. Okay. Ist gebongt. Da habe ich aber lieber normale Merchants. Da können wir zumindest auch ein bisschen Equipment uns immer noch rausholen. The Crucible. A crucible to heat and purify the flawed metal. That You, in this case. Town of Stedual sits upon the only safe crossing of the river Ernst. However, the only adventurers allowed to cross are those who pass through the Crucible. In the Crucible, you will fight monsters for the entertainment of the townspeople of Stedual. What will you do? Ja, rein da mit uns. Das klingt nach einem Ort, der auf jeden Fall wie für uns geschaffen ist. You are led to the first arena. Choose your opponent wisely, yells a man from the crowd. I'm betting on you. Ja, komm, easy. Hätte ich gerne. Bekommen wir das auch? Anscheinend. Ich weiß nur, diesen Deal, den wir mit dem Teufel da gemacht haben, dass wir dann genau die Karten, also wir haben 2 ausgewählt, also es waren 4 zur Auswahl, glaube ich, 2 haben wir ausgewählt und wir haben genau die 2 bekommen, die wir nicht ausgewählt haben. Jawohl, da kommt der Light Strike wieder von oben. Oh, Moment, jetzt ist das Gold will ich. Aber das ist, glaube ich, zu spät. Wir können uns nicht bewegen, nachdem wir alle besiegt haben. Und wir können anscheinend in Spikes fallen. Das ist natürlich nicht so gut. Okay, das war der erste Kampf. You survived that round, now do it again. The crowd awaits your decision. Warum will ich 6 of Plague? Ja, wahrscheinlich wird es dann immer schwerer, ne? Aber anscheinend sind es 3 Arenen, weil jetzt haben wir nur noch 2 Karten zur Auswahl. Als nächstes nur noch eine wahrscheinlich. Und da haben wir wahrscheinlich 6 auf irgendwas. Solange es nicht Plague ist, ist alles cool. Sehr gut. Dieser Lightstrike ist echt geil. Aber wir fighten halt noch mit der Standardwaffe, ne? Das ist nicht ganz so optimal. 0 Gold haben wir jetzt. Ja. Ja. After surviving the Crucible, you're paraded through the town and allowed to continue upon your adventure. A few random peasants throw coins saying, "You've made me rich, warrior." 4 Gold Gain Cards. Ja, das ist doch mal was hier. 15 Gold, nice. Nochmal 15, mein Gott. 25, oh mein Gott, yes. Rich boy. 80 Gold, wir waren auf 0. Nice. Gehen wir mal in die Richtung. Ambush. The bandits are sorely loyal to their king. They will not let you reach him easily. 6 of Dust. 6 bandits to keep you on your toes. Her damit. Sehr gut. Oh! Moment. Man sieht halt dann so schwer die Gegner offscreen, die irgendwelche Sachen werfen. Komm her jetzt. So sehen wir zumindest alle Gegner. Der Kollege da hinten kann ruhig weiter seine Daggers werfen, das ist okay. Den haben wir hier nämlich nochmal schön im Blick. Na gut, jetzt gerade nicht mehr. Ah, Gott. Es klappt halt echt nicht mit Rechtsklick, ne? Da muss man das schon richtig timen mittlerweile. Vorher hat es ohne Probleme geklappt. Ah, jetzt müssen wir das auf jeden Fall besser timen. Dann klappt das auch mit dem Blocken und Stun. Ah gut, noch einmal Schaden genommen. Und ich will auf jeden Fall das Gold ausgeben, bevor wir es halt wieder verlieren. Das ist halt... while searching the area for anything worth salvaging, you realize that one of your opponent is only pretending to be dead. Snake up and kill them. Let's go. Nice.
A quick weapon blow to the head fixes that. You finish searching the area. 3 gain cards. Okay, Equipment. I'm sure you are grateful for that. 23 Schaden. Unsere Axt macht 25. Warum ist das Sword überhaupt drin? Ich hätte vorher nochmal nach dem Deck schauen sollen. Das ist ja blödsinnig, dass da ein Sword drin ist. Oder wir haben einfach Pech gehabt und das musste man mit reinmachen. Auch möglich. Devil's Choice. Aha. Though I admire his ilk, I live by very different rules. A cloaked devil appears in your path. I'm here to test your might, so-called hero. Choose your fool. Ah ja, das war das, was ich vorhin meinte. Also das wir jetzt nehmen, bekommen wir, glaube ich, nicht. Das heißt... 6 of Plague. Dann haben wir nur 2 of Skulls und 6 of Dust. Genau. Since that is whom you wish to fight. I think today I shall make you fight the others instead just for fun. Das macht er anscheinend jedes Mal, weil das war beim ersten Mal auch schon so. Und da habe ich zumindest die Plague-Dinger raus, weil die sind mit am schlimmsten, finde ich. Aber es wird anscheinend mehr als 6. Weil wir haben ja 3 Punkte gesehen neben der Karte. Das heißt, es gibt anscheinend auch noch 9 of Dust oder 9 of Skulls und sowas. Also es gibt noch eine höhere Nummer. Toll. Ach Gott. Diese scheiß Bandits, die hier immer ihre... Oder Dust-Kollegen, die hier immer ihre verdammten Daggers und Stuff werfen müssen. Die sind echt am schlimmsten hier. Ah! Den wollte ich nicht angreifen. Na gut, ist gebonkt. Der droppt direkt mal seine Waffe da, der Kollege. Und geschafft. Oh yeah! 7 Gold wieder verloren. Sind auf 60 anscheinend mittlerweile, oder 66. Excellent! The devil cries. You have passed my cunning test. Have some treasure. Perhaps next time our paths cross, I will kill you myself. The dealer draws you 1 gain card. 40 Gold. Jawoll. Suck on this. Und zack. Dann haben wir hier die Stairs. Forest Escape, ja. An expedition. Press on. Your path forwards will take you into the forest. You have discovered the exit to this area. Natürlich nehmen wir den Exit. On this floor, the King of Dust waits for you. He is prepared. Gehen wir mal in die Richtung zuerst. Are you? Asleep in the forest. We play for a token now. Whilst sleeping in the forest, you are jolted away by a voice calling your name. You see a vaguely human-shaped ghost rushing towards you. You are quick to your feet, weapon already in hand. The ghost stops abruptly, hands signaling that it means no harm. Its voice is weak and distant. You forgot me already. Has this place already corrupted you so? Attack the ghost. The ghost flinches, pale eyes wide with shock as your weapon swings uselessly through its transparent form. With an anguished sob, it blinks from existence, leaving you standing in a silent darkness. Verdammt! Verdammte Axt. Traue keinem Geist, dachte ich. Embertown Hero. A quest that may lead you down many paths towards jealously guarded secrets. You come across an injured adventurer whose battered and bloodied armor tells you he's seen combat recently. Ask him for troubles. Ask him for troubles, his troubles. I've been chasing a pack of thieves that attacked my home village of Embertown. I killed some of them in an ambush, but I fear I lack the strength to chase the rest down. If you have any honor, you will find those jackals and make them pay. Das klingt nach einem Deal. Embertown Hero. Okay. Redman Hunting. Of course, killing their leader is a fine way to provoke them. Anscheinend. Oh, 1 check of Plague? What? Okay. Nur den, oder was? Nee, natürlich auch Henchmen. Super. Ja, geil. Jetzt kommen die Bosse, die wir vorher hatten, auch nochmal zurück. Ah, Dodge Roll. Okay. Na gut, der war ja eigentlich relativ easy, nachdem wir seine Lakaien da besiegt hatten. Das war ja nicht das Problem. Macht euch ab, Jungs! Oh Gott.
Schaden machen natürlich. Den machen wir auch nochmal lang. Dann haben wir seine Follower schon mal besiegt. Und ihn natürlich auch. Okay. Das lief halt auch gar nicht mal so schlecht. Problem vorher war, dass er halt seine 4 Play-Kollegen da hatte. Natürlich kein Loot-Bilder von denen. Das ist auch nochmal ein Nachteil bei denen. Aha, Twisted Canyon, na endlich. Mal eine Chance für eine bessere Waffe. Hoffen wir mal, dass wir die auch hinkriegen, ne? Mal schauen. Vielleicht mal eine bessere. Scorching Seal. Equipment with this trait burns with the flame of the ancients, doing extra fire damage. However, lava golems will shrug off fire attacks with ease. Okay. Ist eine Holy Weapon sogar. Das heißt, macht auch mehr Schaden gegen Skulls, denke ich mal dann. Die macht 32 Schaden. Natürlich equippen wir die. Das pleased mich definitiv. So, was haben wir hier? Aha, Tracks in Town. Die Story geht weiter mit dem White Minotaur. You are traveling through a quiet hamlet. At first, its rural aspect appears quaintly serene, but as you near the central square, you realize that the lack of activity is due to disaster. A scene of great destruction reveals itself, and you wonder what army or force of nature besieged this place. You spot one villager retrieving their belongings from the pile of rubble that used to be their home. You call out to them. Okay, dann haben wir den Pen and Paper Aspekt. Aber es hat geklappt. The villager's head snaps round like a frightened woodland creature. Are you quite mad? Such noise will only tempt the beast to return. Can you not see that we've suffered enough? Upon further, quieter inquiry, the villager tells you that a ghostly pale beast smashed through the town a few days before. It destroyed It destroyed or devoured everything in its path before heading east out of town. May the gods have mercy on any who crosses its path. So, you cannot tell whether this is a warning or a prayer. Tracks in Mud wäre dann das nächste. Was wir da oben haben, okay. Ah, da haben wir den King of Dust. Okay. Hier oben. Hier oben haben wir 2 Karten gehabt, die noch ein bisschen mehr Adventure bedeuten hätten. Weil hier haben wir ja den einen Kollegen da gesehen, von dem wir die Stadt irgendwie hätten retten können oder so. The king is fierce in battle, but loyal to his troops. He can choose to heal them during combat. Ja, super. Aber wir haben ja mittlerweile eine bessere Waffe gefunden, die auch Feuerschaden macht. Natürlich 4 of Dust. Oder 4 of Dust, das wäre dann die Angst vor Staub. Also wirklich Angst habe ich vor ihm jetzt nicht, nach dem Warcry da. Oh, ja. Airstrike hier, oder was? Ah, shit, ich bin blöd. Weg damit dir. What? Okay, er kann sie healen, aber ich glaube, er kann sie nicht reviven. Hoffe ich zumindest mal stark. Genau, killt deinen eigenen Kollegen. Er kann sie heilen, aber er kann sie auch einfach damagen, anscheinend. Letzteres wäre natürlich besser. Okay, den hat er geheilt. Er braucht nicht mal eine Animation dafür, das ist auch fair. Und zack. Moment, aktivieren wir nochmal hier das Feuer. Oh! Ich würde sagen, da sollten wir auf jeden Fall Abstand nehmen. Genau, gelb können wir nicht blocken. Ah, shit. Na, natürlich direkt wieder reingerollt in die Attacke, sehr gut. Das ist der Giant. Da haben wir es ein bisschen bekommen. Immerhin. Damit hätten wir den King of Dust hinter uns gebracht. As for me, I think you have but proven that I must defeat you entirely.
Ja, das wäre sehr nett. You will need them and more. Demon Trader. Klingt ein bisschen nach Binding of Isaac hier. Deals mit dem Devil eventuell. For plundering a locked treasure chest. Okay. Select one to keep und Tools Gold. Okay. Neues Trinket auf jeden Fall dann. Oder Armor Piece wahrscheinlich. Hier haben wir der White Council 4. Alles cool, dass man eben auch immer so ein bisschen einzelne Stories quasi sieht. Also dieses Minotaur, dieser Pale Minotaur haben wir ja zum einen und dann eben dieses White Council Gedöns. Greenborough Forest und natürlich die Underworld. Also es ist cool, dass man da eben so verschiedene Stories eben auch hat, die dann immer weitergehen. Okay. Das ist eigentlich ganz gut. Draw 2, select one to keep. Okay. A Wife's Fury. Und hier müssten dann, genau, Armor und sowas sein. Armor und Weapons. Feathered Ice. Life's Climb. Okay, und natürlich ein paar Event-Cards. Okay. Come once more to the game. Das war's dann für den heutigen Part von Hand of Fate. Ein bisschen schade übrigens, dass, generell, wir haben ja jetzt diese Karte drin gehabt, wie ich gerade schon auch erwähnt hatte, für den White Minotaur. Leider ist da jetzt nicht wirklich was passiert. Aber ich denke mal, mit der nächsten Karte, die wir jetzt auch unlocked haben, dadurch, dass wir die Karte eben drin hatten und aktiviert hatten, nehme ich mal stark an, dass wir mit dem nächsten... Dass wir irgendwann auf jeden Fall den White Minotaur gegen den antreten müssen, da bin ich mir eigentlich schon sicher. Und ich glaube auch, dass wir die nächste Karte, die wir jetzt bekommen haben, in diesem White Minotaur Quest, dass wir da auf jeden Fall dann... zum einen der Sache natürlich ein bisschen näher kommen, weil wir haben jetzt schon eine Stadt entdeckt, die natürlich von dem White Minotaur kaputt gehauen wurde. Aber ich denke mal auch, dass wir dann mit der nächsten Karte eben vielleicht wieder einen kleinen Event haben und vielleicht sogar einen Token dafür bekommen. Weil die Karte jetzt drin zu haben, war nicht wirklich gut. Wie gesagt, wir haben die Storyline weitergebracht, dadurch, dass wir eine weitere Karte gefunden haben. Aber das war es dann auch schon. Wir haben jetzt keinen Token oder so dafür bekommen. Aber das Positive daran war allerdings... Ah doch, das war ein Failure mit inbegriffen. Also es hätte auch daneben gehen können. Also nevermind. Aber trotzdem haben wir halt nichts wirklich davon bekommen. Aber generell, wir haben den King of Dust, glaube ich, war es, besiegt. Und ich denke mal, das ist schon ein ganz gutes Resümee. Und ja, dann hoffe ich, dass euch die heutige Ausgabe von Hand of Fate gefallen hat. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Ausgabe von Hand of Fate. Wenn ihr denn wollt. Wieder, liebe Freunde.